flohstarkes Hallo, meine Lieben! Ja, als Kind hat mich dieses kleine Instrument hier schon immer fasziniert. Die Mundharmonika. Übrigens auch Maulhobel, Schnutenorgel oder Zauberharfe genannt. Bei einer Mundharmonika entstehen die Töne, indem man entweder hineinbläst oder die Luft aus der Mundharmonika hinauszieht. Deswegen spricht man auch von Blas- und Ziehtönen. Und weil ich das alles so spannend finde, bin ich für euch nach Trossingen in den schönen Schwarzwald mit dem Flohteam gefahren. Denn da gibt es so einiges über dieses kleine Instrument hier, die Schnutenorgel oder Maulhobel, zu erzählen. Und nicht zuletzt, wie sie sogar gebaut wird. Kommt mit! Zuerst besuche ich das Deutsche Harmonikamuseum, denn hier gibt es so einiges zu entdecken. Zum Beispiel, in welchen Musikstilen der Mundharmonikaklang auf der ganzen Welt zum Einsatz kommt. Egal ob Pop, Tango, Folklore, Schlager oder Rock, der einzigartige Klang einer Mundharmonika prägt weltbekannte Hits. Hier im Museum staune ich auch über die vielen unterschiedlichen Arten der Mundharmonikas. Ihr glaubt es nicht, aber es gibt tatsächlich zu den verschiedensten Themenbereichen die passende Schnutenorgel. Zum Beispiel mit Motiven zum Thema Sport, Mode, Kunst und Kitsch. Man beachte die Banane. Wandern, Freizeit und natürlich auch Exemplare extra nur für Kids, unter anderem mit bekannten Märchenmotiven. Das hier ist kein Hochhaus, sondern ein deckenhoher Turm aus unzähligen Mundharmonikas, die in Trossingen hergestellt wurden. Wow! Dieses handliche Instrument, was ja in jede Hosentasche passt, gibt es übrigens schon seit ca. 200 Jahren. Hättet ihr das gedacht? Jetzt nehmen wir euch mit in das Werk von Hohner, denn auch heute noch werden hier Mundharmonikas hergestellt. Was ist das denn da? Sieht aus wie ein Kamm. Ist aber bestimmt keiner. Schauen wir uns doch die Einzelteile einer Mundharmonika einmal genauer an. In der Mitte befindet sich der Kanzellenkörper, das, was so aussieht wie ein Kamm. Er besteht meist aus Holz oder Kunststoff. Die Stimmzungen in den beiden Stimmplatten sorgen später für die wundervollen Klänge. Die beiden Außendeckel bestimmen später die Form und das Aussehen der Mundharmonika. Nun bin ich noch neugieriger geworden. Ich mache mich auf den Weg dorthin, wo die kleinen Stimmzungen hergestellt werden. In dieser Maschine werden aus solchen vorbereiteten Messingplatten die Stimmzungen herausgestanzt. Zack, 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 zack geht das. Kommt mal was näher. Ich halte 3 Stimmzungen in der Hand. Und wie bei jedem anderen Instrument gilt auch hier, desto länger, desto tiefer der spätere Ton und umgekehrt. Die Reste vom Ausstanzen sind keineswegs Abfall. Das Messing wird gesammelt, wieder eingeschmolzen und wiederverwertet. Das ist so ähnlich wie beim Plätzchenausstechen. Die Reste werden so lange ausgerollt, bis der ganze Teig verarbeitet ist. Im nächsten Schritt werden nun die Stimmzungen in der Stimmplatte fixiert bzw. aufgenagelt. Hier wird sehr viel Fingerspitzengefühl benötigt. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, wenn ihr mich so fragt. In dieser Kabine wird die Stimmzunge noch vernietet. Mit Hilfe des Lichtes wird sichergestellt, dass die Zunge korrekt sitzt, damit sie später richtig schwingen kann. Manchmal wird mit einer Metallfalle noch nachgearbeitet. Auch an dieser Station geht es wieder um die Stimmzungen. Es ist nämlich ganz wichtig, dass die Position und die Höhe jeder einzelnen Zunge exakt eingestellt ist. Diesen Prozess nennt man Lösen. Nur so können später alle Zungen frei schwingen. Wir befinden uns jetzt im Stimmraum. Ihr fragt euch sicherlich, wie die Töne plötzlich erzeugt werden. Hier pustet doch gar keiner.
Das geschieht durch einen Blasebalg unter dem Tisch, der mit dem Fuß betätigt wird. Wichtig ist hierbei ein gleichmäßiger Luftdruck. Gestimmt wird mit einer ganz feinen Feile an der Oberfläche der Zungen. Während auf der einen Seite fleißig gestimmt wird, entstehen woanders die Gehäuse der Mundharmonika. In dieser großen Maschine werden die Deckel für die Ober- und Unterseite der Mundharmonika ausgestanzt und mit der jeweiligen Prägung versehen. Anschließend erhalten die Deckel hier nun ihre endgültige Form. Bevor es nun in die Endmontage geht, wird noch die Stimmplatte am Kanzellenkörper befestigt. Zu guter Letzt müssen nur noch die Deckel angebracht werden. Hier sehen wir übrigens ein historisches Modell, das seit 1896 in seinem Aussehen nicht verändert wurde. Jetzt will ich aber auch wissen, wie diese Mundharmonika klingt. Oh, das sollte ich lieber dem Profi überlassen. Und schon kommt Gerhard Müller, Produktmanager bei Hohner und Mundharmonika-Weltmeister von 1997. Das ist Qualitätskontrolle, mal anders. War das nicht spannend? Also ich fand es total spannend. Und ich habe sogar noch ein kleines Souvenir für meinen kleinen Freund Pitt, den Flo, mitgebracht. Schaut mal hier. Die kleinste Mundharmonika der Welt. Ich komme mal näher. Ist die nicht klasse? Und man kann natürlich auch auf ihr spielen. Bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, ein Floh im Ohr lauert überall. Tschüss! Schenke unserem Floh dein Abo. Das wäre absolut flohstark.